Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Clash of Empires, ja. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Clash of Empires, Shakes and Fidget, ja, und der Titel beachten. Ich kann es selbst kaum fassen. Ich bin schon wieder auf 180, muss ich sagen. Aus dem Nix, ohne irgendeine Ankündigung, kommt hier auf einmal das neue Spiel von Shakes and Fidget raus auf den Markt, wo wir so lange drauf gewartet haben, ja. Und jetzt befindet sich das ganze Spiel in der Alpha, ja. clashofempires.com/alpha. Da gelangt ihr zu dieser Seite, wo ich mich jetzt befinde. Und der Link ist auch in der Beschreibung. Und ja, das Ganze befindet sich in der Alpha sozusagen, ist der First Look, so wie man hier sieht. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was uns hier so erwartet im Universum von Clash of Empires, Shakes and Fidget. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier 3 Klassen zur Auswahl, ja. Ich würde sagen, das sind die 3 Klassen, die 3 Standardklassen, die wir von SF kennen. Und zwar einmal der Mage, ja. Her deadly spells gives her the power to destroy whole groups of enemies. Würde ich jetzt mal als AOE-Schaden, als Flächenschaden bezeichnen, ja, den Mage. Dann haben wir The Barbarian, he is the M-Term of a melee fighter. Her pounces on every opponent ruthlessly, ja. Also das ist natürlich so, ja, also Fernkampf, denke ich mal. Der Melee und der Caster, ja. The Hunter, her precision fells every opponent, nobody can escape her. So. Das sind die 3 Klassen, die wir zur Auswahl haben, und ich nehme natürlich den Magier. Wie soll es auch anders sein, ja? Und wir werden gucken, was uns jetzt erwartet. Das ist für mich auch jetzt der First Look. Ich kam jetzt gerade nach Hause und habe halt auf mein Handy gesehen, dass jetzt Clash of Empires draußen ist. Und da musste ich sofort jetzt hier, zack, Aufnahme und let's go. So, Fight Now. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Ja, ich habe kurz einen Schreck bekommen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Es ist ziemlich laut. Wir pegeln das mal ein bisschen runter. Good to see you. A gang of bandits is about to raid the village. So, hier haben wir Fidget unten an der Seite. Sehr cool designt auf jeden Fall. Steht hier, the version represents a work in progress and may differ from the final version. Gut, wir machen weiter. So, wir haben hier den Mage. Das sind wir hier. Gegen die Bandits. Das ist für mich jetzt auch gerade das erste Mal, dass ich jetzt hier dieses Spiel jetzt begutachte. Mit euch zusammen. So, was können wir hier machen? Können wir hier irgendwas anklicken? Nein, wir können hier nichts weiter machen. Deswegen würde ich mal behaupten, Battle Start. So, und wir starten auch das Battle. Und jetzt kämpfen quasi unsere Leute gegen die Bandits. So sieht das Ganze aus. Wir kriegen ziemlich aufs Maul, aber wir haben unseren Magier noch. Let me lend you a hand so we can defeat the bandits together. Okay, click to proceed. Okay, da ich jetzt mal drauf gedrückt. Ah, da kam der Spell von meinem Magier. Und da haben wir gesehen, das Ganze macht Flächenschaden. Ja. Great, we have triumphed over the bandits. Now we can return to the village. Okay, dann werden wir mal return zur Village. Und hier haben wir jetzt das Dorf, so wie in Clash of Clans. This is your village. Oh. By the way, my name is Fidget. I will help you build the village. So, let us build barracks first so we can defend the village. Okay, wir bauen Barracks. Wir klicken hier drauf. Build. 5 Sekunden, nehme ich mal an. Barracks. Setze ich mal einfach hier hin. Also ganz, ganz krass natürlich an Clash of Clans angelegt. Aber soll es ja auch sein. Great that you participated in this first look of Clash of Empires. If you want to receive further information in the coming weeks, please enter your email address. Ja, das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. So, die meisten kennen es ja sowieso, aber ich werde es trotzdem mal hier Register. Thank you. Okay. Okay. Das war anscheinend jetzt wohl... Ah, okay. Deswegen First Look. Ich habe jetzt meine E-Mail da angegeben und dann kam Thank you und dann wurde ich zum Startbildschirm zurückgelotst. Und da stand ja auch darunter entweder hier E-Mail und dann okay oder einen anderen Hero ausprobieren. Also wahrscheinlich kann man, das war jetzt wirklich nur der First Look. Wir probieren jetzt mal alle 3 Helden durch hier. Jetzt nehmen wir mal den Hunter und gucken mal, was jetzt passiert.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Das ist wirklich der erste Eindruck von dem neuen Spiel von Clash of Empires. So, das kennen wir schon, das Ganze. Wir starten das Battle. Jetzt haben wir hier die Fähigkeit vom Kundschafter sozusagen, ja. Bin ich mal sehr gespannt, was das wird. Also der Kampf ist so prädestiniert, dass man halt verliert. Und dann kommen halt die Special-Fähigkeiten von den jeweiligen Klassen. So, wir drücken hier drauf. Boom. Okay, gut. Das scheint dieselbe Fähigkeit zu sein. Also ist das wahrscheinlich nicht abhängig von der Klasse. Man hat wahrscheinlich Fähigkeiten, die man immer hat. So. Und nur der Held selbst hat verschiedene Sachen am Start. So. Gut, das kennen wir schon. So, jetzt gucken wir mal genauer. Wir haben hier noch die Street. Okay, wir wissen mittlerweile schon, dass das Clash of Empires, das hatten wir schon mal gelesen gehabt, dass das Ganze nur mit Straßen funktioniert. Du brauchst ein Straßensystem, um Häuser bauen zu können, um, ja, wie man hier sieht, Windmühlen bauen zu können, Barracks, und das werde ich mal gucken, ob das klappt, wenn ich jetzt hier irgendwo was hinbaue. Hier, ich habe ja eben hier was hingebaut. Und ich weiß nicht, ob das klappt, wenn ich jetzt mal hier was hinbaue. Doch, das klappt tatsächlich auch. Okay, gut, dann ist es wirklich nur jetzt vielleicht in der Alpha-Version so, dass es, ja, das so ist mit den Straßen. Aber hier sieht man mittlerweile, hier sieht man ein Bild, wo man ein bisschen weiter fortgeschritten ist. So, und hier ist das Ganze alles mit Straßen verbunden. Also ich denke mal, in der fertigen Version muss man überall eine Straßenanbindung haben, um die Gebäude zu verbinden und die Gebäude überhaupt bauen zu können, gehe ich mal von aus. So, wir tryen jetzt noch den letzten Hero, und das ist der Barbarian, so, die 3 Klassen, die man aus Shakes & Fidget auch kennt. Das Ganze spielt natürlich in Shakes & Fidget-Universum, aber hier sind natürlich ganz neue Einheiten jetzt dabei, wie hier zum Beispiel die Bandits und sowas. Und der Barbarian, der prischt jetzt natürlich hier mit rein. Der geht auf Nahkampf. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder unsere Fähigkeit, diesen Feuerball machen können. Jo, genau. So, also das ist wahrscheinlich eine Fähigkeit, die wir fix haben, unabhängig von der Klasse. Aber ich denke mal, die einzelnen Helden, die werden auch noch verschiedene Fähigkeiten haben, denke ich mal. Heftig. Das ist jetzt wirklich der allererste Eindruck von Clash of Empires. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass dieses Spiel noch rauskommt. Wann war das gewesen? Auf der Gamescom 2018? Ich glaube 2018. Da wurde das Spiel das erste Mal promoviert und man konnte es irgendwo spielen. Und da hat man eigentlich gedacht, jo, jetzt wird das bald kommen. So, aber dann kam halt wirklich 2 Jahre gar nichts. Nichts los um dieses Spiel. So, und deswegen bin ich jetzt noch gespannter darauf, was wir hier in Zukunft haben werden. So, wir haben hier oben übrigens natürlich die normalen Rohstoffe, sowas wie Essen brauchen wir für unsere Leute, denke ich mal, Holz und Steine zum Gebäude bauen. Und hier haben wir Gold. So, das könnte die Ingame-Währung sein. Könnte gut sein. Da sehen wir, glaube ich, oben Shakes drauf, weil das ist ja Fidget. Und ich glaube, hier oben auf der Münze ist Shakes, wenn ich mich nicht richtig, ja, also wenn ich das richtig sehe so. Ja, und das Ganze, ihr müsst euch das mal vorstellen, das Ganze ist jetzt Clash of Clans am PC. So, man konnte natürlich die ganzen Handyspiele schon mit verschiedenen Softwareprogrammen, konnte man die natürlich auch am PC spielen, aber das ist jetzt ein komplett neues, eigenes Browser-Game. So, und das finde ich ziemlich nice, muss ich sagen. So, was anderes können wir hier noch nicht wählen irgendwie. Ja, wir können wieder nur dasselbe auswählen. So, kann ich Rechtsklick machen hier irgendwie? Nee, kann ich hier? Ah, jetzt habe ich da drauf Oh, warte mal. Still busy. Okay, gut. Ja, ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwas tricksen vielleicht in der Alpha-Version. Aber anscheinend geht es dann doch nicht. Ja, heftig. Ich bin gespannt. Hier unten sehen wir wahrscheinlich so die Kämpfe, wie das Ganze aussehen wird. Man wird wahrscheinlich so seine Stadt ausbauen können und dann auf Reisen gehen und dann quasi seine Truppen, so wie man das halt auch in Clash of Clans kennt, seine Truppen gegen andere Truppen losschicken können und die kämpfen dann gegeneinander. So, dann hat man immer so seinen Helden hier am Start. Hier sehe ich aber 2 Helden sogar. Also könnte es auch vielleicht sein, dass man sowas wie eine Koop-Variante da drin hat. Könnte eventuell sein, ja. Also,
mal gucken, was da auf uns zukommt. Aber das ist erstmal der First Look von diesem Spiel. Wie gesagt, mehr gibt es jetzt momentan noch nicht zu sehen hier großartig so, ne? Falls ihr es mal selbst austesten wollt, ist unten in der Videobeschreibung der Link dazu. Und ja, lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren dazu da, was ihr zu dem Spiel denkt und wie euch der erste Eindruck hier gefallen hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass es kommt, aber ja, jetzt ist es da. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war die erste richtige Folge Clash of Empires, Shakes and Fidget. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.